Also, es geht weiter. Wir hatten aufgehört mit Papst Johannes Paulus I. Und so kommen wir jetzt zu dem Papst, wo Maria gesagt hat, das ist der Papst ihres Geheimnisses. Unter diesem Papst soll alles geschehen. Und wenn dieser Papst sein Werk vollendet hat, dann wird sie sein Opfer holen. How the Pope will change the world. Wie der Papst die Welt ändern wird. Wir haben gesehen, dass die Grundlage für die neue Weltordnung wurde gelegt in großen Kriegen. Gewaltige Taten auf dieser Erde, die das Volk und die Länder zermürbte, damit sie Teil werden sollten an dieser großen Weltordnung. Dieser Papst, der vorgestellt wird für die Welt als der demütige Hirte, als derjenige, der Moralität wieder darstellen soll, ist eigentlich, wie wir sehen, eine führende Figur, die führende Figur in der Welt. Ultramontanismus, alle Macht in einer Person und ist der Stellvertreter des Sonnengottes. Und der ist natürlich Luzifer. 1978, Papst Johannes Paulus II. Wird Papst. 1979, er besucht die Heimat Polen und die Gewerkschaft Solidarität wird gegründet. Wir haben gesehen, Gewerkschaften sind Organisationen des Papsttums. Und jetzt wird diese Gewerkschaft gebraucht, um sogenannt das mächtige kommunistische System zum Fall zu bringen. Eigentlich, wenn man sich überlegt, ist es eine ganz lächerliche Entschuldigung. Ist es nicht so? Eine kleine Gewerkschaft in einem kleinen Satellitland, Polen, und das ganze Haus kracht zusammen. Naja, da muss man schon viel Glauben haben, um das zu glauben. Es ist der Funken, es ist, was geplant war, der Rest ist Geschichte. Die Mutter der Kirchen hat es geplant, das Ziel war erreicht. Protestantismus in all seiner Schönheit existierte nicht mehr in ihrem ursprünglichen Wesen. Wenn man jetzt zum Osten geht, wer glaubt schon noch, was die Bibel sagt? Wer glaubt an eine Schöpfung? Wer glaubt, was das Wort Gottes gesagt hat? Das Werk ist getan. Der Feind liegt am Boden. Dieser Papst, er steht da, sieht so fromm aus. Ich habe noch nie gesehen, dass irgendwie oder irgendwo er irgendetwas verkehrt macht. Es ist absolut perfekt. Dieser Finger ist sehr interessant hier, den werden wir weitersehen in zukünftigen Bildern. Hier ist das päpstliche Wappen, das er für sich machen lässt. Natürlich heißt er ursprünglich Karol Wojtyła und seine Mutter war Kackarowska, ich weiß nicht, wie das genau ausgesprochen wird, aber das ist Polnisch für Katz und sie war in dem Sinne eigentlich auch jüdisch. Und weil im Judentum das Erbe durch die Mutter geht, im deutschen System geht es durch den Vater, da haben wir hier die interessante Tatsache, dass diese Persönlichkeit auch gleichzeitig gelten kann als das Oberhaupt des Judentums und das Oberhaupt der anderen Religionen. Sein Wappen, das er sich aufzeichnen lässt, ist dieses hier. Die Krone, die dreifache Krone, jede Krone hat 3 Spitzen, das gibt ihm die Zahl 999, wenn wir es umdrehen, ist es 666. Er hat die 2 Schlüssel, er hat das Kreuz zerlegt zur einen Seite, damit das M, er sagt, das M steht für Marias, aber steht natürlich für Maurer, Freimaurer, der oberste Freimaurer, dass das da reinpasst. Wenn das Kreuz verlegt wird auf eine Seite, dann ist das ein Zeichen auch der Freimaurerschaft. So, wenn wir nach Schweden gehen und nach Norwegen und wir schauen uns ihre Landflaggen an, da sehen wir auch das Kreuz verlegt auf die eine Seite. Das war das Wappen Papst Paulus VI. Und hier hatten wir eigentlich ein Symbol des Turmes zu Babel. Und wir haben auch hier die dreifache Krone, die auch im Okkultismus gebraucht wird, so wie wir sie hier sehen. Da ist die Schlange mit dem Schwanz in der Mund, das ewige Leben. Da ist dieses komische kleine Zeichen, wovon wir schon oft geredet haben, dieses T, das ist das Tau, das ist das Symbol
Luzifers Titan. Und der Satanismus gebraucht diese Krone, das Papsttum gebraucht diese Krone, verschiedene Organisationen, alle mit dem gleichen Führer. Und so hat man die Menschheit in der Wirre, keiner weiß, wer wo regiert. Hinter den Kulissen natürlich sieht es anders aus. Primate condemns red rule, also der Papst redet gegen den Kommunismus, damit der Kommunismus zum Fall kommt, und der Kommunismus redet gegen den Papst. Alles Schikane, Spiel, damit es aussieht, als ob es zwei Gegner sind. Überall werden Standbilder für den Papst aufgerichtet, weltweit. Dieses hier in Guadalupe. Es ist ein volles Freimaurerbild. Er steht auf dem Freimaurer Cube. Was ist Cube in Deutsch? Würfel, danke. Auf dem Freimaurer Würfel. Und er macht das Freimaurerzeichen, dieses hier. Hier ist es wahrscheinlich nicht Zufall, ne? Denn das ist doch ein Bild, da hat man doch wohl gedacht, was man hier tut. Da steht er da mit dem Finger so. Studenten haben oft Spaß mit diesem Finger, so nebenbei gesagt. Da werden ganz interessante Dinge gemacht. Und die Höhe dieses Bildes, die Basis ist 2,22 Meter, die Figur ist 4,44 Meter, die Gesamtsumme ist 6,66 Meter, die Zahl 666 natürlich eingebaut. Hier sind wie sagt man da, die Diener des Papstes, die Hohen, die ihn beraten und so weiter. Und was haben sie um den Hals? Volle Freimaurergegenstände. Da ist das Freimaurerzeichen, das Ritterzeichen ist ein Freimaurersystem. Haben wir hier den Kompass und ein Set Square und Freimaurermedaillen und. Und da unten, der fährt wahrscheinlich einen Mercedes, denke ich. Das sieht so ungefähr so aus. Alles Freimaurerzeichen. Das sind volle Freimaurer, Freimaurerringe. Wenn wir in die Kirchen gehen, sehen wir es auf dem Boden. Da ist es auch aufgezeichnet, dieses Ritterzeichen, diese Kompasse, das ist alles Freimaurer. Und diese Priester, die hier bei dieser großen Rede von dem Papst in Amerika, da bei dem Sun Hotel System, interessant, da ist die Uhr, da ist das Dreieck, the Sun, glaubt ihr, das ist Zufall? Dass alles nach dem Sonnengott gerichtet ist, und hier haben wir all die schönen Leute mit den Fischköpfen auf dem Kopf, die Priester Dagons. Hier ein ganz interessantes Bild von Guadalupe, Mexiko. Hier zeigen sie überall diese Zeichnung. Es wird behauptet, Christus ist der Sieger und übernimmt die Welt. Eigentlich ist es ganz raffiniert versteckt, was hier los ist. Der Freimaurerfinger ist so rum. Er ist verkehrt rum. Freimaurerfinger ist so rum. Und das Freimaurerdreieck ist auch verkehrt rum. Wenn wir alles richtig umdrehen, dann sieht es wirklich so aus. Jetzt haben wir Freimaurerfinger, das Kreuz ist umgekehrt, Christus hat verloren, er fällt weg von der Erde, er ist besiegt. Das ist, was das Bild eigentlich zeigt. Sie lügen wie sagt man auf gut Deutsch, gedroschen. Hier, das ist noch so ein Symbol, das hier kommt aus der Konzilkirche, Kreuzweg, Station Heroldsbach. Fast hätte ich gedacht, das wäre Heroldsberg, aber Heroldsbach. Wahnsinnig gotteslästerig, Konzilskirche, Kreuzweg, Heroldsbach. Hier ist Satan, er hat Christus unter dem Kreuz, er tritt auf Christus und auf seinem Gürtel steht 666. Er ist der Sieger. Überall diese Symbole des Sieges Satans über Christus. Freimaurer Signalfotos, nicht zufällige Fotos, das sind Signalfotos. Sie werden also in die Presse hineingegeben, bestimmte Fotos werden rausgeholt. Das ist ein Zeichen, es sieht aus, als ob der Papst nur da ruht und überlegt, aber das Signalfoto, das, was ich sage, ist zur Überlegung. Hier dieses Zeichen oder umgekehrt, zusammen mit Bill Clinton, hier mit Schindlers Witwe, der Finger hier, das zeigt, es ist Zeit, dass Juden und Katholizismus ihre Farben zeigen, dass sie eigentlich eins sind. Hier auch Runcie und der Papst, die sind entweder beide haben sie eine Macke oder beide stehen sie so aus einem Grund mit dem Finger. Es ist Zeit, dass die Kirchen sich vereinigen unter dem Papst und er wird die Richtung zeigen. Das sind die Signalfotos, die da hinausgegeben. Noch ein Freimaurerzeichen.
ist das Dreieck so machen. Das ist die Freimaurerpyramide. Wenn man so sitzt nach einer Aussage, dann heißt es, diese Aussage ist eine Insider-Loge-Aussage und das ist, was gilt und maßgebend ist auf der Welt. Hier ist Alan Greenspan von dem Bankensystem in Amerika. Er entschließt, wann geht es hoch, wann geht es runter, wann ist der Dollar stark, wann ist die D-Mark schwach und. Gleiche Zeichen. Also wenn man die Zeichen beachtet, könnte man eigentlich sehen, wann gehen die Aktien hoch und wann gehen die Aktien runter. Naja. Hier glaubt man, die spielen nicht. Das sind Freimaurerzeichen. Hier ist der frühere NATO General Secretary, Willy Claes, und er macht dieses Zeichen. Dieses Zeichen, entweder mit einer Hand oder mit zwei Händen, ist ein Freimaurerzeichen. Oft wird es vor den Augen gemacht. Man denkt, der Papst spielt, aber er gibt ein Signalfoto. Das ist die Sicht, die wir haben für die neue Weltordnung. Das ist, was jetzt proklamiert werden muss. Wow, wie toll, fast wie Adolf Hitler da stand, nicht wahr? So, mit der Hand hoch, Sonnengott, wir sind die Sieger, wir haben gewonnen. Diese Welt, dieses neue Babylon wird existieren. Er ist da zusammen mit Otto von Habsburg, mit einem schönen Freimaurer, Daumen drückt da auf die Hand, schön groß. Und hier ist er zusammen mit dem Erzbischof oder dem Rabbi von Rom. Und die erste sogenannte Annäherung an das Judentum und dann dieses Freimaurerzeichen. Auch die Autofirma Toyota hat das als Zeichen für alle ihre zweithändigen Autos. Das ist natürlich, die nennen sich sogar Masonic Motors. So eine Frechheit. Naja. Keys of this Blood. Ihr kennt das Buch. Malachi Martin, der pontifikale Professor. Können wir sehen, ob wir die Freimaurersprache entdecken in diesem Buch. Es redet über seine Reise. Servant of the Grand Design ist ein Freimaurertitel. Er ist der Diener des großen Entwurfs. Auf seinem Trip nach Polen, 8 Monate danach, kommt das Millennium-Endspiel, Millennium Endgame. He became the first of 3 players to enter the new geopolitical arena. Der erste von 3 Spielen, das ist natürlich Schikane, aber so nebenbei. The new agenda, die neue Agenda, Heaven's Agenda, und dann diese Worte mit großen Buchstaben, Grand Design of God for the New World Order had begun. And Pope John Paul would stride now in the arena of the Millennium Endgame as something more than a geopolitical giant of his age. He was and remains the serene and confident servant of the grand design. Also er ist der geopolitische Gigant unserer Zeit. Er ist der Diener des Grand, dieses große G, das Freimaurer G, das auf all ihren Logensignalen drauf ist. Er ist der Führer, er ist die leitende Persönlichkeit, Numero uno, Ultramontanismus, alle Macht konzentriert in einer Person. Genau wie die Jesuiten es sagten. Also wenn ihr glaubt, die Juden werden nicht mitmachen, da sind sie. Benai Berit, das ist jüdisches Freimaurerschaft. Hier erste Zusammenkunft offiziell hier März 1984. Und ich möchte haben, dass ihr darauf achtet, dass der Papst wie gekleidet ist? Mit Weiß. Und die anderen haben was? Sie haben schwarze Anzüge und entweder ganz schwarze Schlipse oder da ist schwarz und weiß in den Schlipsen drin. Also, ich weiß nicht, ob ihr gehört habt von The Men in Black. Habt ihr schon davon gehört? Die Männer in Schwarz. Die Männer in Schwarz ist so, es gibt sogar einen Film jetzt, wo die Männer in Schwarz alle die Extraterrestrials, die von außen sind, alle töten und das System zum Sieg bringen. Also die nicht hier dazugehören auf Erden, werden vernichtet werden durch die Männer in Schwarz. Das ist so ein Unterton auch in den Filmen, wo sie gebraucht werden, um zu zeigen, die Männer in Schwarz werden siegen und der Mann in Weiß ist der Servant of the Grand Design, der oberste Freimaurer der Welt. Benai Berit, jüdisches Freimaurerschaft, die beherrschen ganz Judentum, das ganze Judentum sind dem Papst untertan. Er ist in der Mitte. Hier ist eine Versammlung von Benai Berit, der Papst sitzt im obersten Stuhl, im Gremium, er beherrscht das Judentum.
Common Market of the Spirit, Europa, was ist Common Market jetzt wieder in Deutsch? Müsst ihr mir helfen? Naja, Common Market, naja, ein Europa. Ja. Dann hier, wenn ihr geglaubt habt, dass Kennedy vielleicht nicht drin war, er war auch drin, was er verkehrt gemacht hat, ist, dass er gesagt hat, Kirche und Staat sollen noch nicht zusammenkommen und dann war er weg vom Fenster. Hier hat er die Freimaureraugen nach oben gerichtet in den Bildern. Da ist das Sigma auf der Seite, das Freimaurer M. Da ist das Kreuz. Die Farben der amerikanischen Flagge sind natürlich rot und weiß und blau. Das sind die drei Farben, die wir schon gesprochen haben. Der nächste Schritt war, Ronald Reagan übertritt die amerikanische Verfassung, indem er Rom diplomatisch anerkennt. Truman hat es vorher versucht, konnte nicht, wegen protestantischem Widerstand. 1984, William Wilson wird als Botschafter zum Vatikan geschickt und er nannte den Papst die moralische Supermacht. Also wer wird die Moralität diktieren hier auf dieser Welt? Der Papst. Was wird das Gesetz sein? Menschenrechte. Eines der Menschenrechte ist das Recht zu einem Tag der Ruhe. Welcher ist das? Er hatte schon proklamiert. Es wird der Sonntag sein. Das ist, worum es geht. Da ist Wilson, er reicht die Hand zum Kuss. Jeder, der die Hand küsst, stellt sich unter dem Papst. Amerika ist also unter diesem System. Der König von Babylon und seine mächtigste rechte Hand, die Vereinigten Staaten von Amerika, genau wie die Bibel gesagt hat, diese beiden Systeme. Papst Johannes Paulus besucht dann auch die Vereinigten Staaten in 87 und Präsident Reagan, was macht der? Der geht hin und begrüßt ihn in Miami. Nicht der Papst nach Washington, nee, der Papst ist zu wichtig. Und Reagan sagt, wie Sie uns ermahnen, so hören wir. Mit unserem ganzen Herzen sehnen wir uns danach, um dieses gute Land noch besser zu machen. Der Papst soll gesagt haben, ich komme als Freund von Amerikas und Freund aller Amerikaner, Katholiken, Orthodoxe, Protestanten, Juden, Menschen aller Religionen, alle Männer und Frauen guten Willens. Aha, also er ist der Führer aller Religionen, aller Menschen guten Willens. Nur die, die nicht guten Willens sind, werden nicht mitmachen. Das ist, worum es geht. Und es wird genannt die Heilige Allianz. Hier sehen wir Reagan zusammen mit dem Papst. Und natürlich die Botschaft Fatimas wurde dann wieder ganz groß gemacht. Jetzt muss Russland auch noch dazu kommen. Der Papst bedankt die Madonna, dass sie sein Leben gerettet hat. Er war ja der Papst des dritten Geheimnisses von der Madonna und sie hat ihn behütet vor dieser mächtigen Attentat, die hier geschah. Und so haben wir diesen, wie sollen wir da sagen, Märtyrer fast, den die Welt einfach respektiert und vor ihm niederfällt. 1989, Solidarität wird am 28. August offiziell anerkannt. Schlagzeile in Time war, das Unvorstellbare. Polens Kommunisten fügen sich der demokratischen Opposition und Präsident George Bush sagte, wunderbar, nebenbei gesagt, dass diese Präsidenten gehören alle an Freimaurerlogen, Order of the Skull and Bones und Knights of Columbus und wie sie alle hießen, sind alles luziferische Organisationen. Spiritual Godfather of the Democracy Movement wird er genannt und dann kommen die Mauern runter, der Kommunismus verschwindet plötzlich. Gorbatschow besucht den Papst, das ist alte Geschichte. Es wird genannt the Highest Summit, der größere Zusammenkommen. Und was sagt der Papst? Oder was sagt Mikhail Gorbatschow? We are aware we are dealing with the highest religious authority of the world. Wir haben es hier zu tun mit der höchsten religiösen Autorität der Welt. Das schließt alle Religionen ein. Der Papst sagt demütig, nein, 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 was von dem Dalai Lama, hast du den vergessen und was von dem, nein, nein, nein. Er sagt, yes, ja, ich bin der slawische Papst. Und Gottes Führung hat uns hier zusammengebracht. Und dann wünscht ihnen alles Gute und Frieden und Weltfrieden und. Und hier sehen wir die beiden zusammen ganz eng, die sind ganz liebe Freunde, als ob sie sich schon ganz lange kennen.
Wir haben unsere Meinung über Dinge geändert, sagt Gorbatschow, wie zum Beispiel Religion, wo wir eingestehen, dass wir diese etwas zu oberflächlich betrachtet haben. Aber welche Religion wird jetzt anerkannt? Welche? Die päpstliche, keine andere. Jetzt gehen wir nicht mehr von dem Vorurteil aus, dass sich niemand an das Gewissen des individuellen Menschen einmischen soll. Ah, Menschenrechte. Und gleich danach, oh, so nebenbei, interessantes Signalzeichen. Das hier ist ein Freimaurerzeichen. Und sie kommen zusammen. Es wird eine neue Welt gegründet. Bush sagt, a gateway to the millennium of freedom, ein Tor zu dem Millennium der Freiheit. Freimaurerzeichen, Signalfoto. Es sagt, ein großer Gedanke, diese neue Weltordnung. Nur die Vereinigten Staaten haben den moralischen und den militärischen Stand, um es durchzuführen. Freimaurerzeichen. Und dann verliert der Mann sein Reich. Signalfoto, es ist ein Insider-Entschluss. Gorbatschow, dadurch, dass er sein Imperium verliert, bekommt den Nobelpreis. Also gut, ne? Früher hat man einen Tritt bekommen, jetzt kriegt man den Nobelpreis. Und dann Signalbilder. Das sind so Skizzen, die in den Zeitungen erscheinen. Und die da malen, sind Insider, die wissen genau, was für ein Signal sie schicken müssen. Erstens haben sie hier Gorbatschow mit den Augen nach oben, das ist das zum dritten Auge, das ist die Verehrung Luzifers, Freimaurerzeichen. 2 Freimaurerzeichen in der Hand, hier sind auch Logenbilder von Freimaurerzeichen, die Kerze und die Augen nach oben. Mason Gaze, Tekun Czech, Grandmaster Karl Wegener, Michael Gorbatschow. Und dann dieses Signalfoto. Das ist so toll. Hier ist der kleine Gorbatschow. Das ist der letzte in dieser Serie der Großen, die das gewaltige Werk für den Katholizismus vollbracht haben. Hinter ihm, der ihm die Macht gibt, ist dieser Finger. Was für ein Finger ist denn das? Das ist der Freimaurerfinger. Und das System wird umgekippt. Und hier steht wer? Karl Marx. Und was macht er mit der Hand? Gibt ein Freimaurerzeichen. Und wer ist denn das da? Lenin. Und was für ein Zeichen hat er? Freimaurerzeichen. Und wie sie auch alle heißen, sie stehen da, das hier ist ein Freimaurerzeichen. Die Füße in einem 90 Grad Winkel, die Hände so hinter dem Rücken, Freimaurer oder dieses Zeichen. Sie sind alle Freimaurer gewesen. Sie haben alle das Werk vollbracht. Die Zeit ist gekommen für die neue Weltordnung. Die ganze Welt unter einem Hut, das System darf gehen. Das ist das Signalfoto. Und dann diese Signalzeichnung. Erstens haben wir hier das Schwarz-Weiße hier unten auf dem Boden. Das sind Freimaurer-Squares. Dann haben wir hier ein paar Freimaurer-Signalgegenstände. Dann haben wir hier Gorbatschow. Der macht doppelt sicher, dass ihr es nicht verpasst. Hier seht ihr es. Sein Signalzeichen. Er schaut zu seiner Frau und der Papst hier mit dem Signalfinger und der Schatten ist vorne dran. Ich zeige den Weg zur neuen Weltordnung, wie es weitergehen soll. Und dann wird man Mann der Dekade. Wow! Und dieser Mann hier, der heißt, den kennt ihr doch wohl noch, Lech Walesa. Interessant, welche Kleidung die Leute immer tragen. Und hier ist er beim Papst, küsst die Hand, ist ihm untertan. Und hier ist er im amerikanischen Kongress, hat einen interessanten Anzug und einen interessanten Schlips hat er an. Er ist nämlich a man in black, ein Mann in schwarz. Und er zeigt das Zeichen. Wenn wir so rumschauen, können wir vielleicht ein paar andere erkennen. Da sitzt noch einer, schwarzen Anzug, schwarzer Schlips. Interessant, man kann sie schon erkennen. Und dann für sein großartiges Werk im Dienste der Kirche offiziell die Hostie, die eine Säule empfängt er. Ganz wichtig, dass ihr wisst, dass die Hostie kann nur gegeben werden einem, der römisch-katholisch ist. Okay? Er muss römisch-katholisch sein. Denn das kanonitische Gesetz sagt, man darf einem Nicht-Katholiken keine Hostie verteilen. Und dann kommt es zu allerhand Probleme. Es wird eine Wahl organisiert. 2 Parteien stehen gegeneinander. Präsident Lech Walesa, Alexander
wie das auch ausgesprochen wird, Krapniewski oder wer das auch immer ist. Und derjenige hier sagt zur Presse, ich bin ein Freimaurer. Und der Gegner von der anderen Partei gibt ein Signalfoto und sagt, ich bin ein Freimaurer. Und dann wird gewählt. Man kann wählen in der Wahl entweder für den Teufel in Blau oder für den Teufel in Grün. Es ist eine totale Schikane. Die ganze Demokratie ist ein Witz. Das Papsttum lacht über die Demokratie. Und wir Dummen rennen hin und denken, wir müssen eine oder die andere wählen. Wenn wir wählen, wir machen uns lächerlich. Wir wählen entweder für den Teufel in Blau oder den Teufel in Grün. Manchmal sind da auch noch Teufel in Rot und Lila und was weiß ich für Farben. Aber es sind alles die gleichen. Wir haben mit diesem System nichts zu tun. Kommt aus ihr raus, mein Volk, und scheidet euch davon. Gut, dieser Papst geht dann in diese Länder hinein. Er hat es bewirkt. Enter the good cop. Das diskriminierende System ist weg. Alle beugen sich vor ihm nieder. Interessant, dass diese großen päpstlichen Freimaurergegenständen in diesen sogenannten kommunistischen Ländern nie entfernt worden sind. Da sind sie noch immer, die großen Kreuze und alles Mögliche in Polen und überall die katholischen Zeichen sind alle gegenwärtig. Es ist nur quasi unterdrückt worden. Time Magazine schreibt dann, Winds of Succession, all die kleinen Länder trennen sich von der Sowjetunion. Und dann haben wir alle diese kleinen, harmlosen, zahnlosen, unwichtigen, kleinen Länder ohne militärische Macht, Ökonomie total zerstört. Wenn sie überhaupt leben wollen, haben sie nur eine Wahl. Sie müssen sich verbeugen vor dem Tier oder sie werden vernichtet. Wer kann Krieg machen gegen ihn? Wer kann ihm widerstehen? Keiner. Also mitmachen. Und George Bush sagt, ja, wir sehen mit Genugtuung, was in Zentraleuropa geschieht, aber genauso wie es unmöglich gewesen wäre, diese riesigen Veränderungen vor 6 Monaten vorherzusehen, ist es heute unmöglich zu wissen, was sich in den nächsten 6 Monaten entfalten wird, ganz zu schweigen von den nächsten 6 Jahren. Ist das nicht interessant? 6, 6, 6? Naja, so werden einfach kleine Dinge in die Presse hineingelegt. Winds of Secession. When tyrants fall, wenn die Tyrannen fallen. Die Tyrannen, wenn sie da regiert haben, wem haben sie gehört? Zu wem haben sie gehört? Ceausescu, wessens war er? Er war ein Kind des Papstes. Und dann irgend so ein gammeliges kleines Bild von irgendeinem Soldat, so schwabberig, pum, da wird er erschossen und dann irgendwo begraben, kein Schwanz weiß, wo er ist. Und persönlich, so ein gutes Kind des Papstes, das das Werk so gut getan hat und den ganzen Widerstand in diesem Land gegen das Papsttum einfach nur ausradiert hat, der lebt doch sicher ganz wohl irgendwo in einem Kloster. Und wie sieht das Land aus? So sieht es aus. Nichts, nichts übrig, vernichtet, Hunger, Armut. Die Straßenbahn, da ist es ohne Stahl, das ist aus den Straßen rausgeklaut. Das Zeug klappert darum wie zurück, wie verrückt. Was muss man machen, wenn man das Land wieder aufbauen will? Wenn man mitmachen will in der neuen Weltordnung, wenn man angesehen werden will? Ja, Papst, was auch immer du willst, danke, dass du lebst. So sehen die Häuser da aus. Ich war recht schockiert. Hier hatten wir eine Evangelisation. In den Straßen fährt man in der Nacht, kein Licht, bumm, da sitzt man in diesem Dreck fest. Und so sind die Häuser. Die armen Leute haben es schwer. Und sein Palast, naja, auf Versailles gegründet, jedes Tor, gerade so ein bisschen größer, die haben da gemessen und wenn das da eben 3 Meter breit war, dann war es hier 3,5 Meter breit. Und seine Frau hat die Treppen 5, 6, 7 Mal, wer weiß wie oft, neu bauen lassen, war nicht zufrieden. Marmor, wo kam das her? Von all den Tyrannen in Afrika. Die waren alle unter einem Hut. Das ist das Gebäude, das er für seine Frau hat bauen lassen. Und der Rest, wie sah es aus? Total vernichtet. Also hier kommt das neue Europa. Viele kleine Staaten,
Alle total zahnlos, machtlos und ökonomisch total abhängig. Und der neue große Weltatlas wird gegründet. Und wer ist der Herausgeber? Isis, logisch, die Göttin mit einem roten Punkt obendrauf, Sonnengott. Und all die alten Kommunisten, wie sie auch immer heißen, nehmen wir nochmal Shevardnadze, alle die Kommunisten rausgeschmissen, vernichtet und dann wieder an den Posten heran sind die neuen Führer. Hat sich was geändert? Nein, genau die Alten, die vorher drin waren, die damals die Bösewichten waren, sind jetzt die Demokraten. Komisch, wie sie sich alle geändert haben und dass alle die gleichen noch immer dran sind. Ist das nicht merkwürdig? Da muss man doch denken, was ist hier los? Wenn er sich geändert hat, wieso sind dieselben noch immer dran? Weil sie eben müssen. Sie haben ein gutes Werk vorher verrichtet, jetzt der Zweck heiligt die Mittel, jetzt ändern sie sich, jetzt sind sie eben Demokraten. Und alle, so wie sie in Europa überall sind, ob sie in der CDU sind, ob sie Schnirnbroch heißen oder Appelmann oder wie sie auch heißen, Shevardnadze, überall. Interessante Zeichen. Sie kennen sie alle. Schau mal, wie schön sie alle machen. Bum, 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 alles Freimaurer. Otto von Habsburg hatten wir schon. Und hier dieser liebe Mann, Fidel Castro. Zufall, ne? Zufall, dass er auch dieses Zeichen gibt. Dieses liebe Kind des Papstes. 1999, August 20, 3-day meeting with the youth from 60 countries about neoliberalism. Und jetzt wird das schöne Spiel gespielt mit Kuba und kleinen Jungen. Warum wird das gemacht? Die Grenzen trennen uns, die Grenzen müssen gehen, die Grenzen sind gemein, die Grenzen sind gegen Menschenrechte. Wir brauchen einen Grund, alles das in die Presse, in die Presse, in die Presse, in die Presse. Grenzen, Grenzen, Grenzen weg. Und wir sollen einen großen Topf werden. Amerika, coming to your country soon, Globocop, das größte militärische System und pumped up Superpower, das mächtigste. Wir haben schon gesehen, wie alle ihre großen Gebäude okkult dargestellt wurden. Da ist das Pentagon, das ist der Mittelpunkt des Pentagrammes. Wenn Hexen beschwören, dann zeichnen sie ein Pentagramm und sie steigen in das Pentagon. 13 von ihnen steigen da ein und dann wird ein Schwur herausgesprochen. Wenn wir das alles analysieren würden mit allen seinen Eigenschaften, dann sehen wir, das ist voll okkult. Es ist völlig Satan geweiht. Der Papst hat Clinton bezeichnet als einer von seinen. Clinton bezeichnet den Papst als einen von seinen. Sie stehen alle unter dem gleichen Mantel. Hier ein interessantes Zeichen mit der Hand. Greeting, not a confession, Bill Clinton with John Paul on his arrival. Sie sind sich völlig einig. Zeichen der Schwäche. Die US-Regierung will schärfere Kontrollen beim Waffenerwerb, Großstädte verklagen die Hersteller auf Schadenersatz. Also Waffen weg. Das ist eine ganz interessante Sache. Also das Volk soll die Waffen entnommen werden. In Australien ist es schon so, in Südafrika wird es jetzt getan, in Amerika wird es so getan. Die Freiheit erfordert, dass jeder sich verteidigen kann nach diesem Recht. Wir natürlich, wenn wir unter Gott stehen, Gott wird uns verteidigen. Aber naja, für die Menschen, sie brauchen ihre Waffen, so behaupten sie. Also wie entfernt man die Waffen? Man macht Umstände, wo jeder Mensch sehen kann, so kann es nicht weitergehen. Man gibt die Waffen den kleinen Kindern. Jetzt will ich euch mal etwas erzählen, was vielleicht total merkwürdig sich anhört. Und vielleicht glaubt ihr, jetzt ist er wirklich durchgerastet, jetzt ist er wahnsinnig geworden. Es fing an mit Napoleon. Napoleon ist gegangen nach Ägypten und hat all die okkulten Dinge da gesammelt. Das war die erste archäologische Aktivität. Dann sind 13 Volumen entstanden über Ägypten und wie die Ägypter magisch vor sich gingen. Adolf Hitler war der Nächste. Er war okkult fasziniert. Er wollte wissen, wie Tutmosis das Volk regierte,
wie er die Massen im Bezwang hielt, wie er Massenhypnose ausüben konnte. Also er schickt eine Abteilung der Armee nach Nordafrika, die deutschen Archäologen gehen hinein und sie sammeln alles dieses Gut. Und sie entdecken neue Methoden, wie um Menschen zu beherrschen. Es wird geübt in der SS. Es wird mit Drogen getan, Menschen werden eingespritzt, sie werden hypnotisiert, sie werden programmiert. Dann wird diese Methode übertragen auf die KGB. Sie gebrauchen Menschen, sie spritzen sie ein mit Drogen, sie bearbeiten sie gebrauchen NLP, Neuro-Linguistic Programming, und sie programmieren den Kopf um. Diese Methode wird da fein ausgearbeitet, dann geht sie zur FBI. Und Menschen sollen Massenhypnose unterfinden. Wir schauen uns Fernsehen an, diese Blitzbilder, zack, 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 zack. Da werden Gedanken in den Kopf hineingelegt und der Mensch kann es nicht mehr programmieren, weil es in einem Tempo da hineingeht. Die ganze Menschheit soll neu programmiert werden. Adolf Hitler hat Massenhypnose gebraucht in seinen großen Vorträgen, die er hatte. Jetzt, wenn man das Volk dazu bringen will, um etwas zu tun, was man gerne will, dann ist es ja möglich, dass man die Menschen nimmt von einer bestimmten Klasse, sie programmiert und was weiß ich, und dann werden Kinder erschossen, hier ein Mord, hier ein Massenschulmord, dies und das, und endgültig sagen sie, gut, das Problem ist die Waffe, nimm die Waffen weg. Überall, wo sie die Waffen wegnehmen, hat das Volk keinen Widerstand mehr. Aber die Kriminellen, die haben alle die Waffen. Sie gehen einfach rein und sagen, hast du keine Waffe mehr, also gib mal alles her. Und die Oberen haben die Waffen. Und so wird das ganze Volk zahnlos gemacht. Das ist ein Freimaurer, neue Weltordnung, Organisation. Es kommt also so, man muss erst das wegnehmen, dann das wegnehmen und dann das wegnehmen. Und dann kann man erst auch das Volk enteignen, Grund und Boden wegnehmen, so wie sie in Afrika jetzt machen. Die Farmen werden weggenommen, als nächstes werden die Häuser weggenommen. Man verliert ein Ding nach dem anderen in diesem System. Denn man muss völlig abhängig sein. Europa 92, Treaty of Rome, provides for a final unification of Europe. Europa soll vereinigt werden. Hier, Time Magazine 1961 schrieb schon, like many revolutionary ideas, United Europe is not a new notion, but an old one revived. Und it is a Roman Catholic Church, ist die eine, die dahinter steht. Jetzt kommen wir mal kurz durch das vereinigte Europa. Charles de Gaulle, das ist so raffiniert, wie die arbeiten. Sagen wir mal, wir wollen einen bestimmten Präsidenten haben. Macht nichts, wer das ist. Machen wir das Charles de Gaulle, machen wir es Arafat, machen wir es Nelson Mandela, es macht nichts. Immer das gleiche System. Du machst ein System, das unterdrückend ist, bringst es auf die Beine. Ein total unterdrückendes System. Und dann eine Terroristenorganisation, die sich gegen das System auflehnt im Namen des Volkes. In diesem revolutionistischen System ist da eine führende Persönlichkeit, die gehört auch zu dieser Ordnung. Bad Cop, Good Cop. Jetzt kämpfen sie gegeneinander und kämpfen gegeneinander und das ganze Volk wird mürbe gemacht. Dann fällt das System Bad Cop zusammen und die führende Persönlichkeit, die man an der Spitze haben wird, wird der neue Präsident. Deutschland, Frankreich. Frankreich wird annexiert. De Gaulle ist der Terrorist. Hier, da, bläst dies auf, das aus. Deutschland hat in ein paar Tagen ganz Frankreich genommen, aber diesen Mann, den können sie einfach nicht unterdrücken. Hier eine Bombe, da eine Bombe, hier das und am Ende ist er der Präsident. Gleiche mit Arafat, gleiche mit Mandela, wir können sie alle durchklappern, immer dasselbe. Die denken, wir sind doof. Naja, hier ist Konrad Adenauer und da ist de Gaulle, schönen Freimaurer Handdruck. Das waren die Urheber. Hier ist die Münze über Adenauer und Gaspari und wie sie alle heißen. Maastricht voll okkult. All die okkulten Zeichen sind hier gegenwärtig. Die Zahl 12 ist nicht zufällig, es ist nämlich 12 rund um 1.
Es können nicht 13 Sterne sein, es können nicht 11 Sterne sein, es müssen 12 Sterne sein. Da waren nie 12 ursprünglich. Wieso die Zahl 12? Also wie wir sehen, die Maastricht-Halle voll okkult, das Parlament, das sie da gebaut haben, dieser Riesenkasten. Und die Münzen für das neue Europa haben die Göttin drauf. Überall werden sie entworfen mit den 12 Sternen. Und der Göttin, das ist natürlich gewidmet dieser dämonischen Göttin Isis. Hier haben wir Guy Rothschild und Pompidou, die Männer in Schwarz. Und hier haben wir Richard von Weizsäcker und hier empfängt er die Goldmedaille von Benay Berit. Ja, wer ist denn das? Freimaurer. Und er ist natürlich Männer in Schwarz. Schwarzer Anzug, schwarzer Schlips. Schweiz, Maastricht, Freimaurer Handgriff. Die Schweiz ist nicht drin, die Schweiz ist nicht drin, die Schweiz ist nicht drin. Hinter den Kulissen, die Schweiz ist drin, die Schweiz ist drin. Da sind alle ihre Zeichen auf der Franknote, die Freimaurerzeichen. Und die 100-Frank-Note, République Française, ist auch ein Freimaurerzeichen. Da ist der Fingerzeichen. Liberty, Equality, Fraternity, das kennt ihr auch schon. Ruth Dreifuß gibt interessante Zeichen. Hier in Didaktika das Dreieck, da in der Mitte das Zeichen von dem Sonnengott, Pan. Es wird genannt Pan-Europa. Was heißt das? Sie sagen, das Wort Pan heißt im weiten Sinne das alles Zusammenfassende, aber Pan ist natürlich dieser doppelte, okkulte Gott. Dann 1992, katholischer Tag, Karlsruhe, es wird die Pyramide aufgebaut. Und dann hier das große Zusammenkommen der G7-Länder, der Giant Seven, das T, natürlich. Was für ein T ist das? Das Tauzeichen. Und die Männer, die die Länder repräsentieren hier in Frankreich, was haben sie an? Schwarze Anzüge, schwarze Schlipse, die Männer in schwarz. Und Frankreich druckt zur Ehre dieser neuen Gottheit die 10-Franc-Münze mit dem Freimaurerzeichen drauf, 1988, da ist das Freimaurer-Dreieck und auf der Rückseite der nackte Engel mit der Flamme. Ja, wer ist denn das? Wer ist der Lichtträger? Luzifer ist der Lichtträger, also sie widmen ihr Land Luzifer. Schön. Und dann muss dieser Krieg vergessen werden. Der Krieg zwischen Frankreich und Deutschland und alle die anderen Länder, es muss viel Entschuldigung gefragt werden und, graben im Misthaufen der Vergangenheit, um alles das wieder zuzudecken, was die Freimaurerschaft erreicht hat. Und Mitterrand und Kohl kommen beieinander und hier machen sie das schöne Freimaurer M. Könnt ihr sehen? Sie halten die Hand so, damit es ein Freimaurer M-Zeichen ist, ein Signalfoto. Sie haben schwarz an, schwarzen Schlips, schwarzen Kittel, Kohl hier und Bush. Kohl zeigt mit dem Finger auf Bushes Mund. Bush sagt, Deutschland, du wirst die Hauptrolle in dem neuen Europa spielen. Also freut euch, ihr werdet die Hauptrolle in dem neuen Europa spielen. Hier ist Kohl mit den Augen nach oben. Er kennt die Freimaureraktivität sehr gut. Kohl, Richard von Weizsäcker, der kennt sie auch sehr gut, dieser Mann in Schwarz. Ihr seht die Augen nach oben, schön Freimaurer Blick. Hier oben auch Lübke, Augen nach oben, alle beisammen. Und hier ist er natürlich auch beim Papst und hat die Sonnenmedaillen alle an. Sie sind alles sehr, sehr gute Freimaurer, kein Problem. Und wenn ihr glaubt, England ist nicht drin, hier haben wir Präsident Chirac, der war ja jetzt gerade hier, nicht so lange her, schön Mann in Schwarz, und hier hat er den Finger und zeigt auf seinen englischen Kollegen, der jetzt die neue Regierung da übernommen hatte, auch natürlich ein Mann in Schwarz. 2 Signalfotos haben wir hier. Von diesen beiden zeigen wir Kohl und die Franzosen. Signalfoto, das neue Europa ist auf Kurs. Und dann plötzlich, es müssen Reformen kommen. Die Menschen müssen, ohne dass sie es merken, Veränderungen haben. Dann brauchen wir eine andere Partei. Also die eine muss runtergedrückt werden, soziale Unruhe, es wird schlecht gemacht und vielleicht sind sie Betrüger gewesen und, damit im Stillen die andere Partei schnell machen kann, was gemacht werden muss.
Und der nächste soll drankommen, der heißt ja Schröder. Schönes Zeichen, was er da mit der Hand macht. Was ist denn das für ein Zeichen? Das ist ein Freimaurerzeichen. Also, ein tolles Signalfoto. 2 Männer in Schwarz, mit Schwarz in dem Schlips. Wenn das kein Freimaurerhanddruck ist, dann ist mein Name Fritz Otto. Und das Signalfoto ist das folgende. Der eine steht niedriger als der andere und der andere steht über ihn, gibt ihm diesen Druck. Es wird einfach nur überhändigt. Wenn ihr gewählt habt, habt ihr gewählt den Teufel in grün oder den Teufel in blau. Es macht keinen Unterschied. Ihr werdet ärmer werden, ihr werdet mehr und mehr und mehr sehen, wie es bergab geht. Und die Schuld dafür wird die andere böse Partei sein. Bis es endlich so schlecht geht, dass sie es umdrehen und dann wählt ihr wieder den anderen Teufel und der gibt die Schuld wieder den anderen. Und so geht es weiter, bis sie alles haben, was sie wollen. Und wir sind so doof und denken, dass wir da einfach toll stimmen dürfen und denken, wir tun was Gutes. Haha, schönes Freimaurerzeichen hier von Bill Clinton. Und auf wen zeigt er? Auf einen anderen Guten, der auch mit in dem Spiel ist. Wir sind also ganz modern hier. Stimmt ihr überall? Und den kennt ihr natürlich auch, diesen lieben Mann. Interessante Zeichen, die er da so hat in der Hand. Was das alles zu bedeuten hat, das kann man natürlich nur raten. Und wenn man alle diese Bilder auf einer einzigen Seite findet in einem Journal, dann, wer noch dann glaubt, dass es Zufall ist und sagt, ja, es könnte ja Zufall sein, der tut mir eben leid. Alle diese, ob das jetzt der Minister war, der zu tun hatte mit Umgebung, der Grüne, grün nebenbei ist alles Freimaurer, ist alles gesteuert. Die Umgebung soll der neue Feind werden. Man kann die Menschheit nicht einigen, wenn da nicht ein allgemeiner Feind ist. Wenn wir nicht untereinander kämpfen, brauchen wir einen anderen allgemeinen Feind. Und der allgemeine Feind ist eben die Umgebung. Also die Umwelt. Okay, nicht Umgebung, Umwelt. Die Umwelt. Und Trata und Trala und. Und schöne Zeichen hier, Freimaurerzeichen hier, das sind alles Signalfotos. Der macht keinen Spaß mit seiner Brille so. Er gibt ein Signal, das ist Theo Weigel, geldliche Einheit. Und Gorbatschow, was sagt er denn da? Gorbatschow sagte da, Deutschland wird die Hauptrolle spielen. Also Bush hat es gesagt, Gorbatschow hat gesagt, beide mit Signal, freut euch, ihr seid an der Spitze. German Tracing Boards, so sieht die deutschen Logen Dinger aus, da ist der Hammer. Da ist das Pentagramm, da ist der Mond, da ist die Sonne. Es hat sich nichts geändert hier. Wir sind voll in diesem Land im Sonnenkultus drin. Die sogenannten Zeichen des neuen Europas, ihr sollt sie jetzt schon erkennen. Da das Runde und das Kreuz da drin ist ja auch das Zeichen Bayers. Wir finden es ja auch auf dem BMW. Er hat ja auch Blau drin und Weiß drin. Ist ja die volle Katastrophe da drin. Das heißt nicht, dass wir das Auto nicht fahren dürfen. Das heißt nur, dass wir wissen, dass wir des Herrn Werk tun in des Teufels Auto. Wir sollen uns nicht aufregen über alle diese Zeichen und alles rausschmeißen. Ist doch piepegal, solange das Ding vorwärts geht, ob das Zeichen drauf ist oder nicht. Menschen denken immer, die Zeichen haben magische Kraft. Die haben überhaupt keine Kraft. Wenn wir unter Jesus Christus stehen, wer kann uns was tun? Welche Macht kann uns was antun? Wenn wir unter Jesus Christus stehen, nichts kann uns was antun. Hier sind Vorbilder gewesen, wie es aussehen soll. Wir werden ja sehen, wie es alles sein wird. Aber das Sonnenzeichen wird ganz wichtig werden. Und Pan-Europa wird mehr und mehr und mehr genannt werden. Der Adler musste umgebastelt werden. Früher sah er so aus, er passte aber nicht mehr schön in das Hexagon. Also wurde er ein bisschen abgeändert. Jetzt sieht er so aus. Warum sieht er so aus? Damit er in den Hexagon hineinpasst. Er ist ein okkultes Satanszeichen.
Also Deutschland ist heute dem Satan geweiht. Und Frankreich ist dem Satan geweiht. Und Rom ist dem Satan geweiht. Und Amerika ist dem Satan geweiht. Und Südafrika ist dem Satan geweiht. Das wird ja schon langweilig. Und wenn ihr denkt, das ist ein Witz, ein Spaß, dann denkt wieder, das ist Time Magazine, What's Behind EMU, European Monetary Union. Da sind die 12 Sterne, die runde Scheibe und das Gesicht drauf. Wer ist das? Das ist Apollo. Das ist der Sonnengott. Das ist Lucifer. Das sind nicht Witze. Diese Zeitschriften wissen genau, was sie machen. Diese steuern, die oben dran an der Spitze sind, geben Signale. Und so viele Flaggen gibt es, nicht nur 12. Pan-Europa-Präsident Degenet, Václav Havel und Václav Klaus, Freimaurer Handdruck, Freimaurer Zeichen, nur damit es kein Zufall sein kann. Gleich beide auf einmal. Ach, wie schön Jacques Delors die Augen machen kann. Wie schön. Ich glaube, jemand hat gesagt, wir bauen ein neues Babylon und diesmal werden wir nicht versagen. Wow! So sagt man. Oh, wie schön Ruth Lubbers von den Niederlanden das Augenzeichen auch kann. Ist das nicht schön? Und das war Europa, many tongues, one voice. Das war das Hauptschild, das sie ausgeteilt hatten. Und es war überall in Europa. Interessant, dass hier der Drudenstern gebraucht wird mit der Spitze nach unten. Das ist das oberste Zeichen Satans. Und das ist natürlich der Turmbau zu Babel. Und dass da ein Kran ist, der da ist. Das ein Kran? Nennt man das so? Was auch immer, ihr wisst, was es ist. Dass der baut, was sagt das? Diesmal werden wir es schaffen. Meine Güte, wie viele Männer in Schwarz. Das ist aber interessant. Und das war die 50. Feier der UNO und der Wiedervereinigung Europas. Alles zusammen in einem Topf. Und dieser Mann, dieser Österreicher, wieso ist dieser Bösewicht da? Wieso kommen sie jetzt hier, zack, zack, und wieso Sanktionen und was weiß ich, alles, was da passieren soll? Es ist ein Insider, er gibt ja das Signal. Also müssen wir, wenn das Volk nicht ganz mitmacht, müssen wir schnell einen dahinstellen, dass das Volk denkt, wir gehen zu weit, wir gehen zu weit, wir bringen das Volk zurück, wo wir es haben wollen. Wenn es ein Problem gibt, machen Extrem. Satan arbeitet immer mit zwei Extremen. Eine links und eine rechts von der Wahrheit, aber beide sind zu Lügen. Zum Beispiel Präterismus, Futurismus, gleichzeitig. Präterismus, Antichrist in der Vergangenheit, Futurist, Antichrist in der Zukunft. Beide sind zu Lügen, denn der Antichrist ist in der Mitte ja schon da. Also rechtsextrem, linksextrem, das dumme Volk wählt die Mitte, genau was sie wollten. Es ist so einfach. Darum, sie spotten mit der Demokratie. Pope declares EC is heaven sent. Wow. Das ist Dezember 1999, Daily Telegraph in England, samstags der 3. Also, die Europagemeinschaft ist von dem Himmel. Und was sagt er noch? Was ganz Interessantes. Roman Catholic bishops have started the canonization process for Konrad Adenauer. Meine Güte. Konrad Adenauer soll ein Heiliger werden. Bestätigt durch den Vatikan. Warum? Weil er diesen Weg begonnen und Europa unter der totalen Macht des Papsttums kam. Was an diesem Mann war wie ein Heiliger? Bitte, bitte. Frankfurt Allgemeine, diese Türme obendrauf, alle diese Zeichen, wir denken, das sind Weihnachtsbäume, das sind Freimaurerzeichen. Unsere Möbel, unsere TV-Shows, alles ist freimaurerbedingt. Unsere Uhren, alles ist gesteuert satanisch. Ich habe schon vorher gesagt, ich schmeiße meine Uhr nicht weg, ich möchte wissen, wie spät es ist. Ich stelle mich, hier, Freimaurerzeichen dahinter, die Kardinale, Joachim Meissner, die werden groß getan. Und dann die Zahl 666 muss ganz wichtig werden. Hier, Rom, D-Mark 666, wenn du es besuchen willst. Silbergigant,
999, Wiener Jubelabo 666, Prag-Loge und. Die Zahl 666 muss in das Unterbewusstsein hineingedrückt werden. Ach, die Hochzeit, die herrliche Hochzeit zwischen Chrysler und Mercedes-Benz. Es ist der Sonnengott, der sich verliebt in den Sonnengott und sie heiraten und machen einen Supersonnengott. Das ist alles Schikane. Diese mächtigen Autofirmen, all die großen Firmen in der Welt gehören niemandem anderen als wem? Dem Papst. Liest mal in Offenbarung, Kapitel 18, und schaut mal, wer wehe klagt und heult, wenn Babylon endgültig zusammenstürzt. Sind es nicht die Kaufleute der Welt, ja oder nein? Wehe, sind es nicht die großen Schiffleute, ja oder nein? Alle sind sie da aufgezählt. Und wenn wir es nicht für wahr haben wollen, dann sind wir eben blind. Die Bibel hat es uns gesagt, wir haben alle die Beweise. Wenn wir es nicht glauben wollen, haben wir selbst Schuld. Volkswagen. Ich fahre einen Volkswagen, ich mache des Herrn Arbeit in diesem satanischen Auto. Hier ist eine Werbung für Volkswagen in diesem kleinen Kasten. Alles ist sehr interessant. Es ist sehr, sehr, sehr interessant. Die Journale, die da sind, Wall Street Journal und so weiter. Hier hinten diese kleinen Figuren, alles sehr wichtig. Aber auch, wie das Schloss aufgemacht wird, hat eine interessante Kombination. Was steht denn da? Die Kombination ist 666. Ist das Zufall? Nein, es ist ein Signal. Es ist ein Signal. Da haben wir das schon mal gesehen. Das Bild dieser Chrysler, dieses Bild habe ich von dem offiziellen Kalender der Freimaurer. Besser geht's gar nicht. Ihren eigenen Kalender. Chrysler war ein 33 Grad Freimaurer, war also voll Luzifer-Anbeter, so wie wir gesehen haben. Ford ist in diesem Kalender, das ist ihr Kalenderbild, 33 Grad Freimaurer, voll Luzifer-Anbeter. Hier ist Ford Motor Company's Werbung kürzlich in Deutschland. Und was ist die Nummer auf dieser Werbung? Hell, Hölle, 666. Und wer steht da vorne? Luzifer. Ist das Spaß oder ist das ein Signal? Ja, die Menschen denken, das ist lustig. Aber Satan lacht euch aus. Wir sind so doof, wir wissen nicht, was hinter den Kulissen passiert. Wir rennen mit Schuhen und die Kinder, wenn es nicht diese Marke ist, dann drehen wir durch. Wenn eine Marke ganz besonders gewollt ist, dieser Gott hier heißt Nike. Wer ist das? Das ist der Sonnengott. Ist das das gleiche wie Asklepios? Das ist das gleiche wie Apollo? Das ist das gleiche wie und. Aufpassen. Ich habe das ganz vorsichtig gesagt, wenn jemand das auseinanderreißen will. Ich habe nur gesagt, hier ist der Sonnengott Nike. Ist ja komisch, was alles hier 666 ist. Nutella und Deinhard Kabinett und Krönung und Schweinebraten und Dorschfilet und was weiß ich alles. 666. Und hier, jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer rein, in die großen Organisationen. Passt mal auf, ihre Symbole. Das hier ist das Symbol of the Trilateral Commission. Das ist die große Organisation, es ist eigentlich ein Jakobin-Club heute. Und das Zeichen ist dieses hier, wenn wir es auseinanderzerren, dann ist es das 666. Hier ist das Zeichen from the Federal Reserve. Das ist die Bankorganisation, die mittlere mit den 12 Banken ringsrum, die 12 rund um 1, das ist die Bank in der Mitte. Das ist die Bank, die das ganze System, das monetäre System der Welt steuert, inklusive euer System. Und was ist ihr Zeichen? Sie haben den Reichsadler und dann haben Sie hier Sterne und Striche. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sterne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sterne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Streifen.
Also 6, 6, 6. Es ist die Zahl Luzifers. Und Papal Zionist New World Order, die Zahl für Titan, der Titel Satans. Titan, Ancient Greek name for Satan or Titan, ist 315, 351 ist 666. Die Welt gehört Luzifer. Hier, SSS, das ist Selective Service System. Was ist das S? Das S ist die Zahl 6 im griechischen Alphabet gewesen. Das ist das Sigma, das Zeichen der Schlange. SSS ist 666. Hier haben wir FFF. F ist der 6. Buchstabe. Das hier ist 666. Hier haben wir das okkulte Zeichen der satanischen Dreieinigkeit. Und das kommt vom Aquarian Conspiracy. Das ist also voll-channeled okkult. Und das ist Marilyn Ferguson. Und was hat die New King James vorne drauf? Genau das gleiche Zeichen. Wie doof wir sind. Wir denken, das hat mit Gott was zu tun. Das ist Satan. Und dann hier die Dreiecke und die Sonne, Mitsubishi und die Akademie und Chemikalien und alle die Firmen der Welt sind sich untertan. Kennt ihr diesen reichen Mann? Mit diesem interessanten Zeichen? Wer wird wohl die Computerwelt regieren? The Sun in Myth and Art, da haben wir oben die runde Scheibe, es kommt ein ganzer Vortrag darüber. Diese Werbung werden wir in jeder Time Magazine oder Newsweek oder was auch immer werden wir sehen. The Dot. Der Punkt steht für die Sonne, das haben wir schon gesehen in unserer ganzen okkulten Auslegung. Hier steht, just beneath the surface of your business lies the most powerful force, die größte Macht des Universums, the Dot. Wow. Und was sagt der Dot? Never enter into your waters, ferocious, ultra available, solaris.com, Sonne.com, ironclad storage service, freely, unless of course your competition has the Dot too. Und wer ist die Firma? Sun Microsystem. Das ganze System ist dem Sonnengott geweiht. Alles. E ist das Symbol des Auge des Sonnengottes. Aber das kommt in dem nächsten Vortrag, Sonntag. Also Europa soll wachsen, das Signalfoto. Es sieht aus, als ob niemand rein darf, aber was sagen die Finger? Die Finger sagen, Europa macht auf. Und dieses Signalfoto sagt, der Drudenstern sagt, Europa wird alle die Länder schlucken. Und hier, dieses Zeichen ist gewaltig interessant. Hier haben wir die 12 Sterne, das ist das Zeichen Europas. Und dann haben wir alle diese anderen Sterne, das steht für all die Satellitländer, die noch so ringsherum liegen. Und die haben so einen Wedge, so einen Keil hinein. Dieser Keil ist das Licht im Auge Satans. Ich werde es in einem anderen Vortrag zeigen. Das Licht im Auge Satans, Satans Auge, der mächtige Luzifer, wird alle Länder schlucken in sein System hinein. Was haben die 12 Sterne rund um Afrika zu suchen? Wird Europa Afrika schlucken? Ja, es wird. Es wird Teil der neuen Weltordnung werden. Das ist, wie es jetzt aussieht. Es wird noch mehr so aussehen. Und wenn sich die Großmächte streiten, alles nur zum Spaß. Freimaureraugen, Freimaureraugen, Freimaurerzeichen. Schwarz, schwarz. Ganz toll. Und hier NATO-Gipfel auch. Freimaurerzeichen. Alles ist total untermauert. Alle die Länder, die ringsherum liegen, ob das jetzt die sind, die noch nicht drin sind, ob es die Ukraine ist, sie werden alle Teil werden. Anerkennung durch die Weltgemeinschaft. Und wenn Russland sagt, nein, das ist alles Schikane. Dieser Mann, das war der vorige Chef, was hat er da auf seinem Buch? Was für ein Fingerzeichen macht er da? Freimaurerzeichen. Er ist ein gutes Kind des Papstes gewesen, hat auch einen schwarzen Anzug und einen schwarzen Schlips. Und der nächste, Jelzins Time of Trouble, Jelzin wird ersetzt werden durch den nächsten Putin. Und wer ist das?
Wo war er? Chef der? Der KGB. Und was für ein interessantes Zeichen macht er da? Aha, jetzt wollen wir mal sehen. Sie ändern ihr Symbol und jetzt wollen wir erstmal studieren. Hier sind die Freimaurer, hier sind ihre Zeichen, da ist das Auge, das G und so weiter. Und das hier ist Freimaurer 33 Grad Zeichen, der Adler mit dem Doppelkopf. Freimaurerzeichen. Wenn ihr es nicht glaubt, hier kommt es von einer Freemason Webpage. Freemasons of Israel, der Adler mit dem Doppelkopf. Und Russland, was ist das neue Zeichen für Russland? Der Adler mit dem Doppelkopf. Wem gehört's? Gehört dem Papst, ob wir es wollen oder nicht. Und dieser Mann ist sehr geschult. Aufpassen, sehr geschult. Und Australien, Freimaurer. Für die Menschenrechte, darum geht es ja, alles soll Menschenrechte werden. Früher haben sie gesagt, Amerika, da sind die 10 Gebote, die eine Tafel ist mit dem Bein zu, hier im Obergericht Amerikas. Amerika darf nicht das Verhältnis Gott zum Menschen als Gesetz gebrauchen, darf aber das Verhältnis Mensch zu Mensch in Gesetze umsetzen. Das muss alles jetzt geändert werden. Es war eine Schikane. Die ganze Demokratie soll so weit laufen, bis es umgeht in Anarchie. Und wenn man Anarchie hat, dann kommt Tyrannie und dann hat man genau, was man will. Human Rights Now, das angeknackte Kreuz hier, ist natürlich auch das okkulte Zeichen, Human Rights Building. Und ein Ziel ist die Vermischung aller Völker. Alle Völker sollen ihr, wie sollte man da sagen, nein, nicht ihr Recht, wenn sie sehr an ihr Land hängen, ihr Patriotismus, ist das richtige deutsche Wort? Sie sollen den Patriotismus verlieren. Wie macht man das? Man macht die Umstände so schwer und die Regierung so schwerwiegend, dass der Patriotismus einfach verschwindet. Und wenn ein Volk sehr patriotisch ist, vermischt man es. In Kanada zum Beispiel, es werden alle Hindus hineingelassen, damit der Protestantismus verschwindet. Ein Teil des Landes, Quebec, ist katholisch. Einzigste, was französisch ist, die Französisch sprechen, sind alle Katholiken. Und dann macht man ein Gesetz, wenn man ein hohes Amt haben will in der Regierung, muss man zweisprachig sein und die ganze Regierung ist katholisch. Ganz einfach, die Katholiken regieren und der Protestantismus wird verdünnt durch den Hinduismus. Genauso vermischen wir Schwarz und Weiß. Es geht nichts über eine gute Volksmischung. Der Patriotismus muss verschwinden. Solidarisch in einer Welt. Und wer steht dahinter? Natürlich Caritas aktuell. Hier haben wir auch ein Sonnenzeichen so nebenbei. Einheit in der Welt. Die Unterschiede sollen verschwinden. National Court, one court for all the world. Es muss ein Gesetz kommen, ein Gericht, und das haben wir jetzt schon. Und dann hier, nichts geht über eine gute Mischung, wie wir hier sehen. Und unsere Geschwister in Afrika, alles Freimaurerzeichen. Und wer steckt dahinter? Die katholische Kirche. Hier haben wir Kardinal Franz König und Jörg Haider, Freimaurerzeichen. Weiche Satan, was sagt der Kardinal? Der Kardinal sagt, wenn wir uns nicht vermischen, wenn wir Fremdenhass haben, wenn wir dies und das nicht tun, so wie wir es haben wollen, diese Vermischung, dann seid ihr von dem Bösen. Also, Freimaurer Ziel ist, alle Völker müssen verschwinden. Und auch Moralität muss verschwinden. Warum? Wenn die Moralität verschwindet, dann kann der Gute kommen und sagen, ich habe es euch ja gesagt, und dann sind wir wieder beim Alten. Also Moralität, Rotarier Bischof hier mit seinem Zeichen, und der hier auch, Kardinal Basil Hume, zeigt auf den Mund, gibt auch die Freimaurer Augen und sagt, jetzt müssen alle Kirchen Homosexuelle zulassen. Und Homosexuelle müssen Priester werden. Und die ganze Moralität der Menschheit muss herabgedrückt werden. Voll satanisches Programm. Hier, Lions Club ist auch natürlich Freimaurer. Der Bischof ist der Oberste davon. Dann kommt das Musical Hair, die Drogenszene. Wieso ist es, dass die Großen nie festgenommen werden, nur der kleine Mann? Weil der Große
Ist der Führer, ist der Freimaurer, sind die Großen selber, sie verbreiten es, sie wollen die Moralität vernichten. In welchen Ländern wird die Moralität vernichtet? In welchen vor allem? In allen den Ländern, wo es vor allem protestantisch war. In den Vereinigten Staaten, Südafrika, nennt es wird einfach hereingeströmt. Und da, wo der Katholizismus regiert, so wie in allen islamitischen Ländern, denn der Islam ist Katholizismus verkleidet als Islam, da ist alles schnell nach dem Gericht. Alle diese Drogenszenen, wir sehen, das ist voll freimaurerisch, den Dreck und den Schmarren, den wir am Fernsehen haben. Wieso wird der erlaubt? Weil sie es da haben wollen. Unsere Kinder müssen vernichtet werden. Bischof Josef Stimpel, Otto von Habsburg, die Kirche marschiert, sie kann den Schmutz und den Dreck in der Welt nicht aufhalten und endlich muss der Papst kommen und sagen, so weit und nicht weiter. Die Kirche muss wieder hergestellt werden. Wenn wir die Königlichen ansehen, so wie hier die Königin, sie hat schwarz an, der Prinz auch, dieser hier, der hat gesagt, angeblich, wenn ich wiederkomme auf die Welt, möchte ich ein Virus sein, der Milliarden Menschen tot macht, dass diese Welt ein besserer Ort wird. Schöner König, schöner Prinz, naja, er möchte auch nicht mehr Verteidiger des Glaubens sein, er will nur Verteidiger der allgemeinen Glauben sein, aber nicht mehr des Protestantismus. Hier ist aber ein Papst mit seinem schönen schwarzen Anzug, es sind volle okkulte Menschen, alle von ihnen. Sie haben immer diese Okkulten befragt, sie handeln mit Geistern, sie sind voll okkult. Und die Geschichte mit diesem armen Mädchen, das da an der Seite ist eine ganz interessante Geschichte, da können wir nachher drüber reden. Der Kampf in Irland, wie geht er aus? Katholiken siegen. Across the divide. So können wir durch die ganze Welt gehen. Überall kommt der Katholizismus, hier in England, er küsst den Boden in Wales und das heißt, es ist meins, ich habe gesiegt, es gehört mir. Dankeschön. Islam, wie ich schon gesagt habe, ist eine Schikane. Das ist reiner Sonnenanbetungskultus. Sie haben die Zeichen, sie sind dem Papst untertan, wir werden es sehen. Und wenn wir die ganze Geschichte betrachten, so wie es anfing mit Anwar Sadat und wie sie auch alle hießen, es waren Männer in Schwarz. Und sie haben natürlich einen Preis manchmal bezahlt, aber der Zweck heiligt die Mittel. Und nachher, als einige von ihnen Attentaten erlebten, hier ist Arafat, so nebenbei gesagt, Arafat ist auch einer, der war erst in Terrorismus und dann wurde er der Präsident. Und hier sehen wir, wie er den Bischof küsst. Hier ist er zusammen mit Madeleine Albright, das ist eine ganz interessante Frau, gleich mehr über sie. Und hier, oh, Arafat küsst den Ring des Papstes. Ich würde gerne behaupten, dass ich persönlich denke, dass dieser Mann ist ein Jesuit. Denn er ist völlig dem Papst untertan. Der Papst hat ihn oft unterstützt, als eine Gefahr war, dass er getötet werden konnte, hat Frankreich eine Flottille geschickt im Auftrage des Papstes, um Arafat von Israel selbst zu entfernen, bis es sich abgekühlt hatte. Und dann haben sie ihn wieder zurückgenommen. Ich habe so eine Idee. Seine Frau ist natürlich fanatisch katholisch. So nebenbei gesagt. Also hier ist ein interessantes Signalfoto. Israel und Arafat, sie wollten sich einigen, natürlich kam die Attentat danach. Hier ist der Handdruck, hier ist diese Figur Clinton und die Hand ist so ringsrum. Und ich beweise euch, dass das ein Signalfoto ist. Wenn ihr den Hintergrund ansieht, dann seht ihr, da sind was hinten. Grüne Bäume und er hat die Hände so und schaut genau, wie sie da stehen. Sie schauen aufeinander, er steht da, er ist der Mittler. Und das nächste Foto, da, genau das gleiche. Aber was ist der Hintergrund? Eine Lampe und was anderes. Sie haben sich also genauso wieder hingestellt, um genau das gleiche Bild zu haben. Ein Signalfoto, so soll es weiterlaufen. Das ist die Idee. Arafat mit dem Finger, er ist ein guter Freimaurer. Und dieser Mann hier, den kennt ihr ja, den guten Saddam, da hat er den Finger.
Bumm. Wieso ist es heute, dass wenn einer einen Krieg verliert, dass er weiter regiert? Wieso? Und was ist der Zweck dieses Krieges? Es gibt bestimmte Gruppen, die nicht mitmachen wollen. Erst wird das vernichtet in einem Krieg und dann wird diese Gruppe gebraucht. Es wird ein Böser hingestellt und der schlägt. Dann wird er geschlagen quasi, er wird aber nie geschlagen, habt ihr das gemerkt? Sondern nur das Volk leidet immer darunter. Und dann die Kurden, dann schlägt er sie. Und dann sagt die Welt, du kannst die Kurden nicht so schlagen, zieht er sich zurück. Und dann, wer schlägt die Kurden? Türkei schlägt die Kurden. Aha, das ist ja ein NATO-Land. Die schlagen die Kurden, bis die Leute endlich sagen, hey, du kannst das nicht mehr machen, dann ziehen sie sich zurück und dann geht der wieder rein und schlägt die Kurden. Bis die Kurden endlich nicht mehr da sind und sagen, okay, wir sind Teil der neuen Weltordnung, denn wer kann Krieg machen gegen ihn? Diese Menschen, die glauben, dass sie Gottheiten sind eigentlich voll satanisch. Hier haben sie auch natürlich den Adler und Signalfotos und. Und dieser Mann ist ja jetzt gerade hier gewesen in Deutschland, hat ja einen Heldenempfang empfangen, der neue Präsident Irans. Und es soll sich alles öffnen, es soll sich alles ändern. Sie kommen in den Topf hinein, sie sind schon im Topf, sie öffnen sich nur dem Westen. Wir sehen, der Papst und Islam hatte schon immer ganz tolle Beziehungen. Da sehen wir Arafat zusammen mit dem Papst in Jerusalem. Hier sitzen Islam und Judentum und der Papst in der Mitte in Jerusalem. Haiti, das Gleiche. Amerika geht rein. Und dieser Mann hier wird angestellt. Dieser Mann. Und was hat der gesagt? A burning tire placed around the victim's neck is a beautiful instrument that smells sweet. Wow. Das ist ein katholischer Priester, wird der neue Präsident und er sagt, ein Reifen mit Benzin drin und eine Person, die angesteckt wird im Namen dieser Revolution, ist ein Geruch, das riecht ja süß. Wie haben sie Südafrika die Menschen vernichtet? Sie haben sie so verbrannt auf der gleichen Art und Weise. Nicht nur sind sie hinterlistig, sie sind noch Mörder obendrein. Hier, Amerika geht hinein in Somalien und das Bild hier von dem Soldaten, das Problem, dieser Mann hier, Aidid, und dann vernichten sie ganz Somalien, um diesen einen Mann zu fangen und sie schaffen es nie. Irakkrieg haben wir schon behandelt, Israel und die Araber sollen zusammenkommen, Somalien, alle sollen sie sich schicken. Und dann, was ist dann da passiert, als in Bosnien-Herzegowina diese großen Probleme waren? Bestimmte ethnische Gruppen, die nicht mitmachen wollten, sollten erst ausradiert werden. Und die Helden sind alle, hier in Tschetschenien, hier, sind Freimaurer. Wenn ihr euch das anschaut, das Land Russland hat dieses kleine Land flachgelegt, wegen einer Handvoll Menschen, die sie suchten. Glaubt ihr das? Nein, das Land wollte nicht mitmachen, also flach damit, damit es keine Wahl mehr hat. Freimaurerzeichen, Amerika, China, alle unter einem Dach. Korea, das ist alles Schikane. Towards the Pacific Age. Hier sehen wir auch ein Freimaurerzeichen hier von Putin wieder. China mit Freimaurerzeichen, die sind alle drin. Und der Papst läuft in der Welt rum als der große Hirte, der große Führer. Wo er auch hingeht, Millionen Menschen. Papst in Korea, der Papst unter dem Porträt von Sandino. Die Politik und der Papst sind sich ein. Der Papst in Honduras, der neue Präsident Algeriens muss natürlich auch ein Freimaurer sein, sonst wäre er ja nicht der neue Präsident. New York haben wir schon gehabt. Hier ein interessantes Signalbild. Da ist Al Gore. Der Papst fragt um Begnadigung dieses Mörders. Die Frau hier, interessant, sie ist in schwarz gekleidet, die Männer auch, Al Gore da hinten auch schwarz mit schwarzem Schlips. Und der Papst kriegt von einer Frau einen Freimaurerhanddruck. Ist wahrscheinlich dann ein Mitglied from the Order of the Eastern Star, Papua New Guinea und dann Afrika und Rom. Africa is fertile ground for Catholicism. Da haben wir erstmal wieder das Dreieck. Papst hebt ein Baby auf, das muss immer sehr wichtig sein. Und wie sieht es mit Südafrika aus? Nelson Mandela ist ja ein Held in der Welt. Erstens, Juli 89.
the bad cop, der schlechte Bulle, wie wir gesagt haben, das südafrikanische unterdrückende System. Ich möchte euch sagen, es war ein Freimaurersystem. Also die ganze Apartheid-Regierung war eigentlich Freimaurer. Der frühere Präsident war Freimaurer. Und diese Präsidentschaft wird jetzt überhändigt. De Klerk macht Mandela frei, sie schütteln die Hand, Mandela kriegt den Nobelpreis, genau wie die anderen, und sie treffen sich alle beim Papst. Der Mann Pik Botha, wahrscheinlich auch ein hoher Freimaurer, und Nelson Mandela wird freigemacht nach all den Jahren im Gefängnis. Er ist ein Held in Amerika. Die Kirchen sind alle dabei, wie er eingeweiht wird als Präsident, alle. Und was macht er? Er preist die katholische Kirche. Er sagt, er ist kein Katholik. Er ist kein Katholik. Aber the Catholic Church in particular played an important role. Cape Town's former Catholic Archbishop Stephen Naidu was among the clergymen who visited political prisoners in Robben Island. Und Nelson Mandela und de Klerk und Arafat, alle sind sie Teil dieses Club von Roms. Im amerikanischen Kongress, de Klerk empfängt einen Handdruck mit dem Daumen auf dem Rücken der Hand. Was ist das? Freimaurerhanddruck. Und was für Kleidung hat er an? Schwarzer Anzug, schwarzer Schlips. Und da steht Nelson Mandela. Was hat er an? Schwarzer Anzug, schwarzer Schlips. Ich möchte euch mal was fragen. Hier ist ein Mann, wie viele Jahre war er im Gefängnis? Über 20 Jahre. Was hat er gemacht? Steine gekloppt, so sagen sie. Er kommt aus diesem Gefängnisniveau raus und ist der perfekte Staatsmann. Macht keinen Fehler. Hat die ruhige Handbewegungen der Jesuiten. Er hat alles ganz toll gelernt. Wer weiß, wie lange er da saß. Wir wissen nur ein paar Bilder, da war er. Dann hatte er seine eigene Wohnung im Gefängnis. Wenn er irgendwo hingenommen wurde, war es immer pro Helikopter. Ist es nicht möglich, dass hier ein tolles Spiel gespielt wird? Es wird ein Märtyrer dargestellt. Das Volk soll ihn gen Himmel heben und dann, genau wie die anderen, wird er eingesetzt. Sind alles Freimaurer. Die vorige Regierung, die jetzige Regierung, alle sind sie Freimaurer. Und Nelson Mandela bekommt die Hostie von dem katholischen Erzbischof. Frage: Ist das nicht gegen katholisches System? Ja oder nein? Also was muss er sein? Er muss entweder katholisch sein oder hier ist ein Riesenfehler. Entweder katholisch oder hier ist ein Riesenfehler. Dann heiratete Samora Machels Witwe. Samora Machel von Mosambik soll gesagt haben, dass Christus den Kopf eingetreten werden sollte. So habe ich gehört. Das weiß ich nicht, aber ich nenne es mal. Hier heiratet er mit vollem Hindu-Ritual. Er hat den Hindu-roten Punkt auf der Stirn. Dann heiratet er mit vollem jüdischem Ritual. Der jüdische Rabbi heiratet ihn. Dann mit vollem Hindu- und Moslem-Ritual. Er hat geheiratet unter jeder Hauptreligion. Und sein bester Freund ist natürlich dieser Mann hier von Libyen, Colonel Gaddafi. Auch ein ganz toller Freimaurer, der alles richtig tut. Er hat auch all die schönen Sonnenzeichen immer mit sich. Und wenn wir die Embleme uns betrachten, die ANC, das Sonnenrad, die Demokratische Partei, Baal Haddad, die Nationale Partei, die Sonne. Wenn wir die andere nehmen, der rote Punkt, die AFP, der LF, Sonnenkultus, 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 alle Parteien sind Sonnenkultus. Ob wir jetzt wählen in Südafrika oder nicht, ist egal. Wir wählen immer für die Gleichen. Zu zeigen, dass die neue Regierung genauso Freimaurer ist wie die anderen, da sind die Signalfotos, da sind die großen Persönlichkeiten. Steve Swete, er sagt, wir kriegen jetzt eine FBI. Die FBI, so nebenbei, rüstet jetzt die Südafrikaner aus. Das ist also Opus Dei. Da ist ein Signalfoto. Und entweder die sind total bekloppt oder das sind Signalfotos. Da stehen sie. Also die Bank, Freimaurer Augen hier, Freimaurer Zeichen, alles wird freimaurisch behandelt.
Die Werbung, das Geld geht so runter, denn die Protestanten, die das Geld haben, sollen vernichtet werden. Einfach ökonomisch, ganz einfach. Wie es alles getan wird, all die Freimaurerzeichen, da sind sie. Und wenn man es nicht glaubt, dann hat man wirklich ein Problem. Denn einer nach dem anderen, ich könnte euch so viel zeigen. Und wie sie sich ändern, das war der Außenminister. Erst war er Nationale Partei, jetzt ist er ANC. Aber er ist genau das Gleiche. Und dann, wenn ihr glaubt, dass das Land weggenommen wird durch eine schlechte Person da, Mugabe in Südafrika, ich möchte euch was Interessantes zeigen. 1992, Mugabe ist eine Lehre für die Landwirtschaft. Mugabe geht den Grund und Boden der Weißen schnell nehmen. 1992 war das schon bekannt. Heute macht er es. Das Land wird weggenommen. Südafrika ist das Nächste. Ihr seid die Nächsten. Es wird da geübt. Wir werden alles verlieren dieser neuen Weltordnung. Es soll nur zwei Klassen geben. Die hohe Klasse und die niedrige Klasse. Der Mittelstand muss weg, denn Katholizismus kann nicht regieren, wenn da ein Mittelstand ist. Das neue Schild Südafrika ist voll Freimaurer. Da ist der Phönix, da sind die Mitra-Kronen, alles ist da, die volle Katastrophe. Ganz Afrika wird durch Freimaurer regiert. Und wenn ihr denkt, dass Milosevic nicht dazugehört, er würde nicht regieren, wenn er nicht dazugehört. Da ist er, schönen Freimaurer-Handdruck, sie sind alle drin. Und auch die neue Regierung Rumäniens, alle drin. Jetzt noch was Schreckliches. In Amerika ist die Verfassung gegen Gesetze, so wie religiöse Freiheitsgesetze. Und wenn man die Verfassung ändern will, ist es sehr problematisch. Aber was, wenn man die Verfassung einfach nur beiseite legen kann? Also brauchten sie ein Gesetz. Und das Gesetz war die Anti-Terrorism Act. Habt ihr schon davon gehört? Antiterrorismus. Und unter diesen Umständen kann der amerikanische Präsident die amerikanische Verfassung einfach beiseite legen. Problem war, es gab keinen Terrorismus. Und 5-mal haben sie es versucht, um das durch den Kongress zu bringen, und 5-mal haben sie versagt. Dann explodierten die Bomben und die Trade Centers und Evil Cowards und die amerikanischen Gebäude wurden angegriffen. The Oklahoma Bombing. Und wer wurde beschuldigt? Diese Person hier mit diesem schönen Freimaurerfinger. Time Magazine hat kein Problem, ihn zu fotografieren, aber das mächtige geheime System der FBI und Opus Dei kann ihn nicht fangen. Sie müssen einen Reporter fragen, wo er ist. Die wissen es ganz genau. Wieso kann das sein? Jetzt möchte ich euch erzählen von der Oklahoma Bombing. Ja, dieser Mann ist auch natürlich ein Insider. Komm gleich zu Marilyn Albright. Oklahoma Bombing ist sehr interessant. Das Gebäude ist quasi explodiert worden durch einen Lastwagen, der voll Bombenmaterial war. Aber die Bombe hat keinen Krater gelassen. Auch den Lastwagen konnte man nicht finden. Nicht erst den Motor oder ein anderes Stück. Dann haben sie ein Stück der hinteren Achsel gefunden in einem Feld. Aber ein FBI-Mann hat es gefunden beim Jogging. Zufälligerweise war die Autonummer, die eine Person vorher gesehen hatte vor dem Gebäude, draufgeschrieben auf die hintere Achsel. Habt ihr das schon mal je gesehen, dass eure Autonummer auf eurer Achsel steht? Passiert nicht. Interessant, wenn das Gebäude aufgeblasen wurde durch eine Bombe von draußen, dann musste es implodiert sein, ist aber nach draußen explodiert. Also es wird behauptet in vielen Kreisen, dass die FBI es selbst explodiert hat, damit sie dieses Gesetz durchkriegen, und 5 Tage später war es durch. Jetzt kann die amerikanische Verfassung durch den Präsidenten alleine ungültig gemacht werden, über Nacht. Nur um zu zeigen, Marilyn Albright, das sind ihre Broschen, die sie trägt. Sie trägt die Spinne mit dem Netz. Das ist ein Symbol Satans, da haben wir es auch in der New Age Bewegung.
Es ist das Netz Satans, das er über die Welt breitet. Es hat nichts mit Amerika zu tun. Das ist ein voll satanisches Zeichen. Der dreifache Hut trägt sie, den Adler. Man kann ja noch sagen, das ist Amerika. Da ist er aber auch in the New Age. Sie trägt das Gebäudekapital. Man könnte ja noch sagen, es ist amerikanisch, aber wir wissen, es ist freimaurisch. Aber was hat sie mit dem Bock zu tun? Symbol Satans. Also sie trägt mindestens 2 Symbole Satans, obwohl die anderen auch Symbole Satans sind. Symbole Satans sind natürlich der Löwe, der Bock und die Schlange. Hier haben wir Scottish Rite Supreme Council, Northern Masonic Jurisdiction, 1998, Timeless Brotherhood Calendar. Sie sagen mir, wer die Freimaurer sind. Sie zeigen mir Thomas Jefferson. Sie zeigen mir Bud Aldrin, der auf dem Mond rumlief. Sie zeigen mir Colonel John Glenn als 33 Grad Freimaurer. Interessant. Also das ganze Space-Programm, du kommst nicht da rein, wenn du nicht ein hoher Freimaurer bist. Ganz Amerika ist unter dem System und fällt unter diesem Adler, der Satan ist. Oho, Bill Clinton empfängt die Hostie in der römisch-katholischen Kirche. Natürlich haben sie den hier eingezogen und gesagt, das hast du da gemacht, das darfst du eigentlich nicht machen, der ist ja nicht katholisch, der ist Baptist. Ich glaube kein Wort. Gute Kinder, gute Kinder. Demokratie, hier spotten sie mit der Demokratie. Also, Zeichen der Rosenkranzler, nur Interessantheit, das sind die 9 Farben Satans, alle in diesem Rosicrucian Display. Wir gehen mal schnell durch. Es ist schwarz, blau, grün, rot, weiß und gelb. Vollkommenheit, Reichtum, Verherrlichung und Macht. Die Farben des Vatikans sind weiß und gelb. Und jetzt diese Farben, blau ist entweder Gehorsam oder Pornografie, Blue Movies, ihr kennt es ja. Naja, Tränen, Trauer, Pornografie und so weiter. 9 Farben, da ist die neue südafrikanische Flagge mit allen 9 Farben drauf. Die haben nicht eine verpasst. Auch das Freimaurer Dreieck und das Freimaurer Y, das Aum Satans. Wenn wir die Flaggen der Welt betrachten, da sehen wir Algerien, Freimaurerzeichen, Angola, Freimaurerzeichen, Argentina, Sonnenzeichen, Freimaurer, Australien, Sonnenkultusfarben, Dreieck, Sonnen, Triad, ein Land nach dem anderen, Bolivien, Brasilien, jedes Land gehört dazu. China, da ist das Freimaurerzeichen, der Mond oder der Stern in dem Halbmond, genau wie im Islam. Freimaurer-Dreieck, Kuba, Tschechei, Dänemark, das Kreuz versetzt, die Farben blau, rot, weiß. Hier, Yin-Yang, Sonne, der Tannenbaum, Malaysia, jedes Land der Welt. Sie sind so frech, die machen sogar hier den Satanstern rein in Marokko, so wie er bekannt ist. Hier, Sonnenkultus, jedes Land der Welt, ob das Ägypten ist, ob das Haiti ist, ob das Honduras ist, ob das Japan ist, ob das Korea ist, es ist egal. Wie viele Länder gehören zu der neuen Weltordnung? Wie viele? Alle. Alle gehören zu der neuen Weltordnung. Viele von diesen Fahnen sind geändert worden in der jüngsten Zeit. Wir sehen überall das Symbol des Sonnengottes, der Pfau, Vietnam und. Wir sind fast fertig. Die Welt, 27.299, Leute von Welt, Lob von Gorbatschow für den Papst. Ausgerechnet das Mondane Forum der Schlagfestivals in Sanremo hat sich zur früheren sowjetischen Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow für einen Lob auf den Papst ausgesucht. Hör mal, was sagt Gorbatschow? Wir wissen, das ist ein hoher Freimaurer. Johannes Paul II habe recht mit seiner Forderung nach einer neuen Weltordnung, sagte Gorbatschow. Also wer will die neue Weltordnung unbedingt haben? Der Papst. Hier beim 50. Jubiläum der UNO, da steht er, der Fürsprecher. Und schon in 1991 sagte San Francisco Chronicle, Pope calls for a new world order. Die neue Weltordnung steht unter der Macht dieser Person. Am Ende
haben wir zwei Gruppen auf dieser Erde. Nur zwei. Die eine ist die neue Weltordnung mit allen großen Religionen, allen Staaten der Welt, alle ökonomisch aktiven Organisationen, alle Gewerkschaften, alles unter seinem Dach. Die andere ist eine gegengesetzte. Und die werden wir besprechen morgen. Morgen haben wir 3 Vorträge. Die erste ist die christliche Wiedervereinigung. Da werden wir sehen, dass alle die Kirchen vollkommen freimaurerisch wieder vereinigt sind. Dann werden wir einen Vortrag haben über den Sonnenkultus, wo wir ganz deutlich sagen, wie es steht, nicht nur in der Musikwelt, sondern auch in der Welt, wie es heute aussieht, und werden eindeutig zeigen, dass sie alle unter einem Hut stecken und was sie mit unserer Jugend machen und was sie vorhaben. Und dann werden wir in dem letzten Vortrag sehen, es gibt eine Gruppe auf dieser Welt, die dem entgegensteht. Und dieses System nennt die Gruppe beim Namen. Und ich lade Sie ein, um morgen wieder hier zu sein für die Fortsetzung. Noch ein Wort. Was wir hier gesprochen haben, ist nicht etwas, womit wir rausrennen in die Straßen und es jedem erzählen. Halt es in eurem Kopf, wisset, was los ist, musst nicht Wellen machen, die unnötig sind da draußen in der Welt. Und wenn einer ins Gespräch kommt und man kann ihn zu Christus führen, dann kann man die Information gebrauchen. Aber man hängt diese Information nicht draußen in der Welt an die große Glocke. Wenn jemand interessiert ist, da sind Videos, man kann es ihnen zeigen. Wir sollen uns nicht wichtig tun mit dieser Information. Wir sollen nur wissen, wo wir stehen im Strom der Zeit. Das ist, worum es geht. Nicht fanatisch werden darüber. Interessiert mich überhaupt nicht, was für Zeichen die haben. Die können sich 5000 Zeichen an den Hut stecken. Ich denke, die sind doof, darum tragen sie so schwer. Wir müssen nicht fanatisch werden über diese Information. Aber sie zeigt uns, und da ist kein Heil in dieser Information. Sie ist eine totale, nutzlose, heillose Information. Das einzigste Gute, was da rauskommen kann, ist, dass wir endlich mal als Volk Gottes sehen, wo stehen wir im Strom der Zeit und wovon müssen wir uns trennen und warum sagt Gott, kommt raus aus ihr, mein Volk, und warum sollen wir nicht gemeinsame Dinge mit ihnen tun? Wenn wir es besser verstehen, dann können wir es besser tun. Es kann uns also führen auf einen besseren Weg, aber da ist kein Heil in dieser Lehre. Das Heil liegt in Jesu Christus und in Jesus Christus alleine. Komm, wir stehen auf zu einem Gebet. Lieber Heiland, es sieht aus, als ob dein Wort, wo du verkündigt hast, dass die ganze Welt dem Tier folgen wird, dass alle ihm untertan sind, dass sie verwundert hinter ihm herlaufen werden, dass alles dies in Erfüllung gegangen ist. Und Herr, du hast auch in deinem Wort gesagt, dass wenn alle diese Dinge geschehen, die Zeit ganz nah ist. Der Feigenbaum bringt seine Blätter und wenn wir es sehen, müssen wir wissen, es ist Zeit, dass du kommst. Und Herr, wenn du kommst, dann hast du auch versprochen, dass da Menschen sein werden, die sagen, dies ist mein Gott. Wir haben auf ihn gewartet. Er wird uns retten. Danke auch für diese Verheißungen. Wir sehnen uns nach diesem Tag. Wir hoffen, dass er bald kommt. Und möge jeder, der hier gegenwärtig ist und viele andere, die auch noch dazukommen müssen, verstehen, dass sie wählen müssen zwischen diesen beiden Systemen. Ich bitte dich in Jesu Namen. Amen.